Hallo, herzlich willkommen. Bevor wir anfangen, hier erstmal zwei Hinweise zu Online-Kursen live mit mir. Wir malen einmal diese Mohnblume hier an einem Wochenende und dieses abstrahierte Bild von John Lennon jeweils an einem Montagabend. Weitere Hinweise findet ihr auch auf meiner Homepage. Ich habe den Link unten nochmal in die Beschreibung eingefügt. So, jetzt beginnen wir mit unserer Skulptur. Ihr braucht erstmal so einen kleinen Holzklotz. Da habe ich ein Loch reingebohrt. Diese Stange, das ist ein Schweißdraht. Dann braucht ihr Alufolien, Pinsel, Kleister, Zeitungen und Acrylfarbe. So einen Schweißdraht, den bekommt ihr im Baumarkt oder wenn ihr einen Schmied in der Nähe habt, dann wird es die da sicherlich auch geben. So einen kleinen Holzblock könnt ihr euch beim Schreiner besorgen oder ja, auch im Baumarkt. Wir beginnen das Grundgerüst mit Alufolie. Dazu forme ich mir jetzt erstmal so eine ganz einfache Figur. Das ist jetzt oben der Kopf, dann drücke ich den Hals so ein bisschen platt und den Körper und setze das jetzt erstmal auf die Stange auf. Es ist wichtig, dass ihr die Alufolie ziemlich feste drückt. Das darf also kein sehr loses Gebilde geben. Wir setzen jetzt im Laufe der weiteren Arbeit auch immer weiter Alufolie auf, bis uns die Figur gefällt. Ja, ihr könnt das ja sehr gut sehen, wie ich das mache. Ich wickel jetzt weiter Alufolie um die Stange und baue den Körper jetzt erstmal nach unten auf. Ihr müsst darauf achten, dass die Figur euch nicht von der Stange rutscht. Denn das ist ja so eine kleine Öffnung unten, die würdet ihr dann nicht mehr auf die Stange drauf bekommen. So, meine zweite Lage Alufolie drücke ich jetzt auch wieder fest um diese Stange. Das ist jetzt alles noch sehr beweglich, aber je mehr Folie nachher drauf kommt, umso fester sitzt diese Figur auf der Stange drauf. Und zum Schluss wird ja auch noch mit Pappmaché gearbeitet. Hier beginne ich jetzt im mittleren Bereich der Figur von vorne und hinten das Ganze etwas aufzufüllen, sodass wir quasi in der Mitte so einen kleinen Bauch oder Rücken haben und an der Seite so angedeutete Arme.
Seitenteile, die die Arme darstellen sollen, die drücke ich immer ein bisschen stärker zusammen als den mittleren Bereich. Jetzt habe ich auch den Rücken so ein bisschen aufgefüllt und an den Armen, da drücke ich wieder etwas kräftiger. Jetzt sieht man das vielleicht auch schon so ein bisschen, dass das in der Mitte dicker ist und an den Seiten dünner. Hier bekommt jetzt der Rücken und der Bauch wieder eine Erhöhung und die mache ich jetzt in einem Arbeitsgang gemeinsam fest. Das sieht jetzt schon ganz gut aus. Da werdet ihr gleich sehen, dass da jetzt schon richtig eine Figur zu erkennen ist. Die Arme werden jetzt wieder etwas platt gedrückt. Und jetzt sieht man schon, da ist richtig ein Bauch und auch ein Rücken entstanden. Die Figur wird also langsam rund und so soll es auch sein. Die Arme wieder ein bisschen zusammendrücken. Ja, und dann wird da so eine kleine abstrahierte Figur draus. Hier fülle ich jetzt den Kopf noch ein bisschen auf, damit das Gesicht einfach noch eine schönere Form bekommt, damit er nicht so platt ist. Soweit sieht die Figur jetzt aus und mit der Alufolie ist das jetzt fertig und jetzt gehen wir hin und machen mit Pappmaché weiter. So, unser Pappmaché machen wir ganz einfach. Wir reißen Zeitung in kleine Schnipsel und diese Schnipsel werden dann nachher mit Kleister auf die Figur aufgetragen. Wenn ihr die Zeitung in der Längsrichtung reißt, lässt die sich sehr gut reißen. Quer ist das etwas schwieriger. Jetzt machen wir uns erstmal einen kleinen Berg Schnipsel. So, den Kleister habe ich in so einer kleinen Joghurtschale angerührt und die Schnipsel werden mit Kleister bedeckt und das könnt ihr entweder so machen, dass ihr das in den Kleister reintunkt oder mit einem Pinsel
den Kleister auftragen. Ihr könnt nur mit den Fingern arbeiten, das ist ganz euch überlassen. Hier ist es auch wichtig, dass diese Papierschnipsel fest auf die Figur aufgedrückt werden. Da dürfen keine Luftblasen zwischen Alufolie und Zeitungspapier sein. Und die Schnipsel auch immer überlappend auftragen. Also ich denke mal, dass wir so 2 bis 3 Lagen Schnipsel jetzt auf diese Figur drauf machen müssen. Hier oben am Kopf ist jetzt so eine kleine Delle entstanden. Solche kleinen Dellen oder grobe Unebenheiten in der Figur könnt ihr jetzt mit dem Pappmaché ausgleichen, indem ihr jetzt so ein kleines Pappmaché-Knüppelchen macht und das in die Delle reinlegt und anschließend wieder ein Papierschnipsel darüber arbeiten. Und auf diese Art und Weise könnt ihr Unebenheiten in der Figur noch ausgleichen. Die Figur wird jetzt weiter zugekleistert mit diesen Papierschnipseln, bis ich ganz unten angekommen bin, und dann muss die erstmal trocknen, bevor dann nochmal eine zweite Schicht da drauf kommt. So, die Figur ist jetzt einmal bekleistert, die stellen wir jetzt auf Seite. Das ist so eine Schale mit Sand, da stelle ich die rein. Und jetzt kümmern wir uns hier um diesen Klotz, der wird jetzt auch noch gestaltet. Und zwar mache ich jetzt erstmal das Loch zu mit einer kleinen Schraube, damit da nichts reinkommt. Dann habe ich hier Sand und Farbe. Und ich werde den jetzt so ein bisschen, ja, rostig gestalten. Da wird die Farbe in den Sand eingemischt und auf diesen kleinen Klotz aufgetragen. Wer zu Hause Spachtelmasse hat, kann das Ganze auch mit Spachtelmasse bestreichen. Deshalb zeige ich das jetzt hier auch nochmal an einer anderen Stelle von diesem Klotz. Dazu kommt erstmal Spachtelmasse auf meinen Teller und wird mit der Farbe verrührt. Und dann mit der Spachtel auf diesen Klotz auftragen. Ich mische die Farben so ein bisschen, also ich nehme was von dem rötlichen Braun oder von dem dunkelbraun und vermische das dann ineinander auf diesem auf diesem Klotz.
Ja, ich denke, das kann man gut erkennen, wie das aussieht. So, der muss jetzt auch erstmal einen Tag trocknen. Ja, so sieht der jetzt aus. So, nachdem der Klotz jetzt trocken ist, habe ich hier so ein paar Farben in meiner Dose. Die sind noch aus einem anderen Bild. Da habe ich jetzt Orange und Gelb und Lila und mische mir aus diesen Farben so einen schönen warmen Braunton und verstreiche das jetzt noch so ein bisschen unregelmäßig auf diesem Klotz, damit der noch so ein bisschen lebendig wird und vielleicht auch noch so ein bisschen mehr nach Rost aussieht. Einfach mit einem trockenen Pinsel über diese Spachtelmasse und den Sand drüber pinseln. So, die Figur ist jetzt getrocknet. Ich probiere jetzt auch mal, ob sie wirklich fest ist, sonst muss dann noch mal eine Lage drauf. Gibt es hier so, ja, was ist das? So ein Rostmedium. Das werde ich nachher noch verwenden. Wenn ihr sowas nicht habt, das braucht ihr nicht. Müsst ihr euch jetzt nicht extra anschaffen. Die Figur sieht ohne dieses Rostmedium genauso gut aus. Das werdet ihr also gleich auch sehen, wenn ich beide Methoden einmal vorstelle. Jetzt wird die Figur erstmal, ja, bemalt und zwar mit den gleichen Farben, mit denen ich auch dieses kleine Klötzchen bemalt habe. Das ist ein Gemisch aus Gelb und Lila, Rot und Orange. Und das wird jetzt nicht zu gleichmäßig aufgetragen. Da können also ruhig auch Farbunterschiede bei entstehen. Nachdem jetzt die erste Farbschicht drauf ist, muss die Figur wieder trocknen. So, jetzt kommt dieses Rostmedium auf diese Figur. Und zwar besteht dieses Rostmedium einmal aus einer Grundierung, die ist ganz dunkelgrau. Die wird jetzt als allererstes aufgetragen. Und nachdem die aufgetragen ist, muss die wieder trocknen und wird dann mit dem Oxidationsmedium nochmal eingepinselt. Dieses Auftragen ja, von dieser Grundierung, das ist so eine ganz grobe
Paste, das macht ihr am besten mit einem alten Pinsel. Ähm, Der kann also anschließend, ja, kann man den zwar sauber machen, aber der ist dann nicht mehr so in Ordnung. So, dieses bläuliche, was ihr da jetzt seht, das ist das Oxidationsmedium, das ist sehr flüssig. Und das macht also, dass diese Grundierung anfängt zu oxidieren und dann sieht das Ganze später aus wie Rost. Und die wird jetzt einfach aufgepinselt. So, und am nächsten Tag sieht das so aus. Wenn das bei euch noch nicht so rostig aussieht, könnt ihr das Oxidationsmedium nochmal drauf pinseln. Hier oben ist die braune Farbe und hier unten, das ist jetzt dieses Rostmedium. So, jetzt habe ich mir einen etwas kleineren Pinsel genommen und jetzt kommt die zweite Farbschicht auf diese Figur, also da, wo kein Rostmedium ist, da gehe ich nochmal mit Acrylfarbe drüber. Und zwar auch jetzt mit der gleichen Mischung. Ich nehme jetzt aber etwas mehr Gelb dazu, so dass das Ganze ja schon fast aussieht wie mein Rostmedium. Da ist also kein großer Unterschied nachher zu sehen. Deshalb ist das auch nicht schlimm, wenn ihr das jetzt nicht benutzt. So, und wer möchte, kann sich die Figur jetzt noch mit so einem flüssigen Metall verfeinern. Das ist jetzt halt bei mir jetzt goldfarben und jetzt tupfe ich einfach mit einem Pinsel diese Goldfarbe auf diese Figur auf und mache da so eine kleine, ja, Spur auf den Körper. Soweit sieht die Figur jetzt aus. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ihr die Figur immer unten am Stab entfernen müsst aus dem Klötzchen. Nicht die Figur hochziehen. Wenn ihr die ganz rausgezogen habt, bekommt ihr die nicht mehr rein. Das dürft ihr nicht machen. So, zum Schluss wird das Klötzchen und auch die Figur mit einem Acryllack ja, überzogen. Ich habe mich jetzt hier für einen matt glänzenden Acryllack entschieden. Ihr könnt aber auch hochglänzend nehmen. Das sieht genauso gut aus. Und mit einem Pinsel jetzt einfach das Klötzchen und die Figur nochmal lackieren. Dann ist sie fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich freuen über ein Abo oder einen Daumen nach oben. Vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem Online-Kurs über Zoom, live mit mir, aber doch bestimmt wieder bei einem meiner nächsten Videos. Bis dahin macht's gut, habt eine schöne Zeit, eure Monika.